In diesem Lehrvideo wird die Ermittlung der Kornverteilungslinie mittels Siebanalyse vorgestellt. Die Siebanalyse wird an den Kornfraktionen einer Bodenprobe durchgeführt, die größer als 0,063 mm sind. Ergebnis der Siebanalyse ist eine Kornverteilungslinie, so wie sie hier im Bild dargestellt ist. Diese Kornverteilungslinie zeigt an, welche Korngrößen in der Bodenprobe mit welchen Massenanteilen vertreten sind. Mit Hilfe einer solchen Kurve kann man erkennen, welche Korngrößen in der Bodenprobe vorhanden sind. Man kann den Boden auf Grundlage dieser Kurve benennen und klassifizieren und man kann Rückschlüsse auf bodenphysikalische Eigenschaften und die bautechnische Eignung des Bodens ziehen. Um eine Siebanalyse durchzuführen, braucht man eine getrocknete nichtbindige Bodenprobe, mehrere Analysesiebe unterschiedlicher Maschenweiten, eine mechanische Siebmaschine, Siebbürsten und Pinsel und eine Waage. Die Bodenprobe wird zunächst bei 105 Grad Celsius im Trockenofen getrocknet und anschließend gewogen. Um Partikel kleiner 0,063 mm zu entfernen, wird die Probe vorbereitend durch ein Trennsieb gewaschen, so dass sie nur noch Partikel größer 0,063 mm enthält. Die Probe wird anschließend wieder getrocknet und gewogen. Aus den beiden durchgeführten Wägungen kann der Feinkornanteil bestimmt werden. Liegt dieser unter 10%, reicht die alleinige Durchführung einer Siebung. Bei einem Feinkornanteil größer 10% muss eine kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse durchgeführt werden. Um die Siebanalyse an einer repräsentativen Probe durchzuführen, wird die Mindestprobenmenge nach Norm in Abhängigkeit des Korndurchmessers bestimmt. Bei der hier vorhandenen Probe haben wir zum Beispiel ein Größkorn von etwa 6,3 mm. Die Siebanalyse soll laut Tabelle also an mindestens 300 Gramm Trockenmasse durchgeführt werden. Die Masse von mindestens 300 Gramm wird nun abgewogen. Nun soll festgestellt werden, wie die einzelnen Korngrößen in dieser Bodenprobe verteilt sind und wie groß die Masse der einzelnen Kornfraktionen an der Gesamtmasse ist. Hierzu werden mehrere Siebe mit unterschiedlich großen Maschenweiten verwendet. Die Norm empfiehlt 7 Siebe, die auf einen Siebturm übereinander angeordnet werden. Ganz unten befindet sich eine Schale, in der der Feinkornanteil kleiner 0,063 mm aufgefangen wird. Darüber folgt das Sieb mit 0,063 mm Maschenweite. Es folgen die Siebe mit 0,2 mm, 0,63 mm, 2,0 mm, 6,3 mm, 20 mm und 63 mm Maschenweite. Diese Größen werden empfohlen, da sie die Grenzgrößen für grobe Materialien darstellen. Die Bodenprobe wird auf das erste Sieb gegeben und durch die Siebmaschine mindestens 10 Minuten gerüttelt. Während dieser Zeit fallen die einzelnen Körner so lange immer weiter nach unten durch die Siebe, bis die Maschenweite erreicht ist, durch die das Korn gerade nicht mehr hindurchpasst. Nach 10 Minuten Sieben wird die Siebmaschine ausgeschaltet und die Siebe werden von oben nach unten abgebaut. Die Siebe mit Siebrückstand werden per Hand noch einmal nachgesiebt. Der Siebrückstand wird zum Wiegen in eine Schale gegeben und Körner, die sich während des Siebprozesses im Sieb verkantet haben, werden mit Hilfe eines Pinsels oder einer Siebbürste gelöst. Die Körner werden auf einer Unterlage aufgefangen. Sie werden in die Schale gegeben und bei dem Siebrückstand mitgewogen. Auf diese Art und Weise werden die Massen der Körner auf den Sieben als Siebrückstand M'-SSN ermittelt und notiert.
Sind alle Siebrückstände ermittelt, wird deren Summe berechnet. Weicht die Summe der Siebrückstände um mehr als 1% von der Ausgangsmasse ab, muss die Siebung wiederholt werden. Für die Auswertung des Versuchs werden die Siebrückstände m'(SSN) zunächst als prozentuale Anteile der Ausgangsmasse m angegeben, also als Siebrückstand Rn in Prozent. Danach wird der sogenannte Siebdurchgang Fn berechnet. Dieser gibt an, wie viele Massenprozente der Probe kleiner sind als ein bestimmter Korndurchmesser. Für das erste Sieb beträgt dieser Siebdurchgang 100% abzüglich des Siebrückstands auf dem ersten Sieb. Der Siebdurchgang des zweiten Siebs ergibt sich aus dem Siebdurchgang des ersten Siebs abzüglich des Rückstands auf dem zweiten Sieb und so weiter. Für das n-te Sieb erhält man nach hier aufgeführter Formel also den Siebdurchgang Fn. Die Siebdurchgänge Fn werden zusammen mit den Maschenweiten der jeweiligen Siebe in das Kornverteilungsdiagramm übertragen. Durch eine Ausgleichskurve werden die einzelnen Punkte verbunden und so die Kornverteilungskurve der Bodenprobe dargestellt. Gehen wir nun einmal gemeinsam eine Siebanalyse durch. Für eine Probe mit der Gesamttrockenmasse von 502,33 Gramm haben sich nach 10 Minuten 7 die in dieser Tabelle aufgeführten Siebrückstände ergeben. Aus den Siebrückständen können wir nun die Summe berechnen. Hier sind dies 501,9 Gramm. Anschließend berechnen wir den Siebverlust, der sich aus der Differenz der Anfangstrockenmasse, also 502,33 Gramm, und der Summe der Durchgänge, also 501,9 Gramm, ergibt und überprüfen damit, ob der Versuch gültig ist. Der Siebverlust beträgt hier 0,09%. Dieser Wert ist kleiner als 1% und somit ist unser Versuch gültig. Die Siebrückstände werden nun in prozentuale Siebrückstände bezogen auf die Summe der Siebrückstände umgewandelt. In den Sieben mit den Maschenweiten 63 mm und 20 mm haben wir 0% Siebrückstand. Im Sieb mit der Maschenweite 6,3 mm bleiben 10,51 Gramm bezogen auf 501,9 Gramm liegen, also 2,1%. Für die anderen Siebe ergeben sich 3,8%, 38,8%, 51,6%, 3,4% und 0,3%. Aus den prozentualen Siebrückständen werden nun die jeweiligen Siebdurchgänge berechnet. Für die ersten beiden Siebe haben wir einen Siebdurchgang von 100%. Für das Sieb mit der Maschenweite 6,3 mm ergibt sich der Siebdurchgang zu 100% minus 2,1% gleich 97,9%. Auf diese Weise werden auch die Durchgänge für die anderen Siebe ermittelt. Die Siebdurchgänge und die zugehörigen Korndurchmesser werden nun in das halblogarithmische Kornverteilungsdiagramm übertragen. Die Siebe mit den Maschenweiten von 63 und 20 mm werden von 100% der Bodenprobe passiert. Das Sieb mit der Maschenweite von 6,3 mm wird von 97,9% der Probe passiert und so weiter. Durch Ausrunden ergibt sich die Kornverteilungslinie. Aus dieser Kornverteilungslinie erkennt man zum Beispiel, dass diese Probe zu 94% aus Sandkörnern und zu 6% aus Kieskörnern besteht. Sie haben in diesem Lehrvideo also erfahren, wie eine Siebanalyse durchgeführt wird und wie die Ergebnisse der Siebanalyse in einem Kornverteilungsdiagramm dargestellt werden. Auf Grundlage dieser Kornverteilungslinie kann der Boden nun klassifiziert und benannt werden und es können erste Rückschlüsse auf die bauphysikalischen Eigenschaften und die bautechnische Eignung des Bodens gezogen werden.